Hallo und herzlich willkommen zur 9. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Achim Ferrandina. So, die letzte Episode war noch über die Babenberger, wie wir uns erinnern, Leopold V., Richard Löwenherz und so weiter und so fort. Der letzte Babenberger war eigentlich Friedrich der Streitbare und er lebt in derselben Zeit als auch Friedrich II., der Staufer, auch gelebt hat. Und wir gehen jetzt entlang einer Kirche, die am Anfang des 13. Jahrhunderts gebaut worden ist. Das heißt, wir sind immer noch im Mittelalter und auch geschichtlich sind wir nach wie vor im Mittelalter. Und jetzt können wir damit beginnen, über eine andere wichtige Dynastie für die österreichische Geschichte zu sprechen. Die ist sehr bekannt, natürlich die Habsburger. Was denn sonst? Also, wie gesagt, 13. Jahrhundert, Friedrich der Streitbare von Babenberg stirbt, so geht es zu Ende mit den Babenbergern. Und zur selben Zeit in etwa stirbt auch der Friedrich II., der Staufer. Und wir haben dann in Europa das sogenannte Interregnum, sprich, es gibt mehrere Kaiser tatsächlich oder keinen Kaiser, weil Doppelwahlen stattfinden, weil auch immer wieder natürlich Bestechungsgelder gelaufen sind, Lobbyarbeit könnte man dazu sagen, ja. Und das war natürlich ein Problem für die Kurfürsten, weil das Reich nicht gut regiert wurde. Also haben sie nach einem anderen gesucht, aber auch einen, den sie leicht loswerden konnten. Zumindest dachten sie das. Man sucht, man sucht, man sucht, man findet. Und wen findet man? Rudolf I. von Habsburg. Der hat damals in der Schweiz gelebt, im Kanton Aargau, und er wurde gewählt als deutscher König, weil man wurde damals erstmal als deutscher König gewählt und wenn man vom Papst gekrönt wurde, wurde man auch tatsächlich Kaiser. Und als der Rudolf gewählt wurde, müsst ihr euch vorstellen, dieser Typ war so ein taffer Kerl, so eine harte Nuss. Er war gerade dabei, gegen den Bischof von Basel zu kämpfen. Und der Bischof von Basel soll gesagt haben, weil er genau gewusst hat, dass Rudolf I. wirklich ein harter Kerl ist, soll er gesagt haben, Gott, halte dich fest an deinem Thron, weil Rudolf wird es dir wegnehmen. Sowas in der Art zumindest. Also er hat es gewusst, die Kurfürsten offensichtlich nicht. Weil wir wissen dann natürlich später, was passiert. Die Habsburger werden so gut wie alle Kaiser des Heiligen Römischen Reiches stellen bis zum Anfang, und zwar bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. So beginnt die Geschichte mit den Habsburgern. Warum gehen wir auch entlang dieser Kirche? Weil hier eine Zeit lang die Leiche oder den Leichnam einer der härtesten Widersacher von Rudolf eine lange Zeit aufgebahrt worden ist. Nicht dieser Bischof von Basel. Ich spreche hier vom Böhmenkönig Ottokar Przemysl. Der war König von Böhmen und der hat gegen Rudolf I. gekämpft. Rudolf gewinnt und dann wird Rudolf eines Tages natürlich das Zeitliche segnen. Das war 1291 oder sowas. Und dann geht die Geschichte eben weiter mit den weiteren Habsburgern. Wir werden noch mehr Rudolfe haben. Einen Rudolf II., zu dem wir noch später kommen werden. Dann wird es noch andere Maximiliane wird's geben, Karls und so weiter und so fort. Also so beginnt das mit den Habsburgern. Eine Familie, die immer wieder sehr intelligent war, sehr fähig, militärisch nicht immer. Es hat bessere und schlechtere gegeben, aber eine wirklich eindrucksvolle Familie, kann man sagen. Auf jeden Fall war das jetzt wieder mal kurz und knackig. Ihr seht hinter mir die Fassade der Minoritenkirche. Ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, bitte wie immer Daumen hoch, Abonnement, Glocke, ein paar Kommentare hinterlassen. Wir sehen uns dann nächste Woche für die 10. und bei der 10. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Ich wünsche euch alles Gute, habt Spaß im Leben, bleibt gesund und danke fürs Zuschauen. Danke, danke, danke.